नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं वन्दे विविधौषधीनां वन्दे विविधौषधीनां. So let us talk about chronic diseases today and Ayurvedic treatment aspect about chronic diseases. First, before beginning, let us see what do you mean by chronic diseases. So anfangen, was bedeutet chronische Krankheit? Chronic disease is a long-standing disease which lasts more than 3 months. Es ist mehr als 3 Monate bleibt eine Krankheit, genannt als chronische Krankheit. It is more persistent disease. Anhaltende Krankheit, eine einhaltende Krankheit. And it also has long-lasting effects or morbidity on the body. Hat langanhaltende Wirkung und Morbidität. And those that comes with time as we age. Das kommt mit der Zeit. And naturally it is the opposite of acute like fever, cough and cold. Der Gegenteil von akut, Englisch. And also those which have recurrences. If you remember, yesterday I talked about psoriasis, something like that. Recurrent occurrences with very small remission period, keeps on relapsing. Es kommen immer wieder, kann sein ein paar Mal weg und dann immer wieder kommt. Das heißt Krankheit, chronische Krankheit, alles ein medizinischer Grund. Next slide. So in Ayurveda, this chronic disease is called Jeerna Vyadhi. Es gibt, Sanskrit ist unsere alte Sprache. Alle ayurvedische Skripte geschrieben in Sanskrit-Sprache. So es kommt ein paar Worte. Jeerna bedeutet die ganz langhaltiges oder ganz lang gedauert. So it is actually the state of the disease. Es ist der Zustand der Krankheit. In short, if the disease is not very well treated initially, it attains the chronicity. Wenn eine Krankheit nicht behandelt in kurzer Zeit, das wird alles chronische Krankheit. Next slide. So, one disease is usually caused by doshas. I think you know that, Vata, Pitta, Kapha. Es gibt eine Erklärung, dass in meinem Vortrag ich erkläre, was bedeutet Vata, Pitta, Kapha. Das ist die 3 Typen oder 3 Doshas genannt. Now for a disease to form, there are some of stages. 6 stages are there. Wenn eine Krankheit zu bilden, eine Erklärung von Ayurveda ist, es gibt 6 verschiedene Phasen, so sagt man. Ja. The first stage is dosha sanchaya we call, which is accumulation of doshas. Es ist einfach Akkumulation von allen schlechten Materialien oder Abfallprodukten. Next, dosh prakopa, that means vitiation of the doshas. Das ist eine Provokation. Das wird akkumuliert und dann Provokation. Then it spreads, dosha prasara. Ausbreitung, das wird überall hingehen, dieses schlechte Material. When it moves, it stays in one place, that is called sthana samshraya. Das ist Festsetzung, das bedeutet, wenn ein bestimmter Platz, wo es Schwachpunkt ist, da wird das sammelt. And when it stays there, it starts showing the signs of the disease. Then it manifests. Es beginnt alles einzige Symptome von den Krankheiten. So if the disease is not contained in the first stage, it proceeds to the next and slowly goes into chronicity. So ist das. Wie früher ist besser. Schon wir kriegen ein paar Symptome schon in erster Linie, wenn dort behandeln, wir können einfacher zu heilen, jeweils die untere ist immer schwierig zu heilen. So more the chronic,
tougher it is to handle. So mehr die chronisch, das ist schwierig zu behandeln. So Ayurveda always says, treat the disease early so that it doesn't spread further. So in Ayurveda, die Erklärung ist immer am Anfang behandeln. Das ist überall, nicht zu warten bis zum Ende. So the next, yeah. So as I said, if not treated even after this we call Shat Kriya Kala, 6 stages, the disease attains chronicity and sometimes becomes incurable. Wenn wir nicht in all diese 6 Stufen nicht aufpassen, dann das wird richtig chronisch und ganz schwierig zu heilen. Next slide. So this is general guideline of treatment that we follow in Ayurveda when it attains various stages. But it is too difficult for you to understand. Just I want you to know that we have this whole laborious process of treating a disease. Es ist in Ayurveda, sagt man, das ist alles viel in Sanskrit-Sprachen, es ist kompliziert so einmal zu verstehen, wie wir hingehen mit zur Behandlung. Wir nicht direkt, wenn Sie kommen mit einem Symptom, okay, ich habe ein Bild, okay, ich weiß, ich habe Arthritis, wir nicht sofort behandeln. Wir gehen direkt in ein paar Sachen, wie das anfangen, was ist da alles los und so. Das ist ein Prozess. So, I being the person who is interested to develop medicines for chronic diseases, I want to tell you how we develop the medicines for chronic diseases. Was will die Medikamente, welche Punkte wir aufpassen, so eine Medizin zu machen? Okay. First, I want to tell you that we are not a pharma company first. We are medicine doctors first. And when we have the medicine with us, then we sell it. Wir sind nicht einfach eine Pharmafirma, wir erstmal eine Arzt, dass wir haben ein paar Untersuchungen, was wir müssen aufpassen ist. Unlike usual pharma companies, which will develop diseases and then produce medicines accordingly. Ja, das ist eigentlich die Wahrheit. Ne? Wir warten bis eine Krankheit so eine Medizin finden. Aber hier ein bisschen Gegenteil. So now what are the things that we take care while talking about chronic disease? Very important because the disease is quite a long duration disease. So medicines also have to be taken for a longer duration. So what are those points of significance that we see? Ein paar Punkte, was ist sehr wichtig für die Medikamente zu machen, für die chronischen Krankheiten sind. First thing is safety. Sicherheit ist lang gegeben. So the drug has to be very safe to the body. Es muss sehr Sicherheit sein. Second is free from heavy metals or minerals and toxic herbs. Frei von Schwermetallen oder giftigen Mineralen und Kräutern. And also they may require meticulous shodhana before medicines. Wir machen Shodhana ist eine Sorte Reinigung. Wir haben einzige Procedure für bestimmte Kräuter richtige Reinigung zu machen. Das ist ein ganzer Prozess wieder. And we also ensure that we take the systemic body on and disease in total while developing a medicine. For example, wir nehmen ganze Körper, nicht nur ein Teil, wir nehmen ganze Körper mit allen Organen. Welche Organe wird belastet von diesen Medikamenten und so, wir prüfen alles. It is not like shoot the target. You have fever, take one medicine. You have cold, you have take another medicine. No, not like that. Es ist nicht wie einmal eine Tablette zu Fieber senken oder eine Tablette Schmerz unterbringen, nicht so. The drug when we develop, the medicine when we develop, it should have multi-pronged effects. Wenn wir eine Medikamente vorbringen, dann das muss haben verschiedene Wirkungen im Körper. For example, Beispiel. In diabetes, you also have cholesterol problem. So if we give a drug, anti-diabetic, it should also reduce cholesterol to a certain Beispiel in Diabetes, es gibt auch diese Zuckerkrankheit, es gibt auch Probleme mit dem Cholesterin. So wir müssen auch sehen, die Medikamente auch Cholesterin unterbringen, zusammen. Nicht ein extra Medikament da braucht. If it is an anti-arthritis medicine, it should also able to
reduce the disease process by improving the immunity or modulating the immunity. Das Bild in Arthritis. Ne? Es muss auch nicht nur Arthritis unterbringen, sondern auch Immunsystemstabilisierung. Zusammen kombinieren zu einer Medizin zu bringen. Next slide. Next. Okay. Okay. So just to give you an example how we come out with the drug. Ja, es ist wie wir eine Medizin vorschlagen. Beispiel we understand the disease Pathologie erstmal zu verstehen. Minute details. Und alle kleinen Details anzupassen. Both from Ayurvedic and modern aspects. Heute wir prüfen auch ganze moderne Einfluss, was ist alles da in einer Krankheit und auch Korrelation mit ayurvedischen Krankheiten, Informationen. And we concentrate and fortify the medicine so that you don't have to take too many decoctions, too many medicines. We try to fortify the medicine into a small capsule. Wir machen diese Kräuter, Beispiel eine Kräuter, das ist alles so viel. Ne? Wir müssen das zusammenbringen in einer Form, so wie eine Tabletten nehmen kann. Ne? Das ist ein ganzer Prozess. And it requires once a drug is made, it follows the very rigorous safety, toxicity assessment studies. Wir prüfen alle Gift und alles, wir müssen prüfen in diese Medikamente. Genau wie moderne Medizin eigentlich, aber ein bisschen intensiver. And same intensive clinical trials which a modern medicine passes through. So alle wie klinische Forschungen, wie die Schulmedizin unterprüft. Wir prüfen auch mit verschiedenen Medikamenten. Next slide. So now coming to the chronic diseases of our interest, where we have worked and we have come out with medicines. Was wir sind Spezialisten oder was die Firma Atrimed ist bekannt für, Medizin über Diabetes, Allergies and Asthma und Arthritis, Gynäkologie, Probleme, Hautkrankheiten, Nierensteine, Leberkrankungen, halbsteigige Lähmung und Rehabilitation, Depression und Stimmungsstörungen. Was ist das? Vascular mit Gewebe, Probleme mit Gewebe oder Krankheiten mit Geweben und klar, Obesity ist ein großes Problem oder Übergewicht. Ja. So next slide. So I don't want to go to each disease in detail. I just want to give you a glimpse how we study the disease. One disease I selected. Now, for example, diabetes, if you take, we call it Madhumeha in Ayurveda. Beispiel, wie wir eine Krankheit Medizin kommen wir. Beispiel Diabetik heißt Madhumeha in Sanskrit. Das ist Type 2. Es gibt zwei Sorten Diabetik. Ne? Yes, Type 2 only is treated, not the insulin-dependent diabetes. Yeah. And we also want to achieve, our medicine will help to achieve blood glucose control. Wir sehen, dass Zucker in die gute Zustand kommt in Blut. It watches for the complications like infections. Wir müssen sehen, dass wir nicht Infektionen mehr machen oder im Gegenteil reduzieren. Or sugar going down, hypoglycemia. Und ja, es muss auch viel Sugar, nicht so viel unten gehen und so. Or so many side effects or the complications associated with diabetes like heart, kidney, eyes, nerves. So Komplikationen von Diabetes auch gibt viele, ne? Wie Augenprobleme, Augendruckprobleme oder Diabetic Neuropathie ist auch ein Problem. So wir sehen all dieses zu meiner Medizin bringen. Wir sehen all dieses. Hope I'm not boring. No, next. Ask. Kélo. So. Okay. So this is what we have contributed. Glucostat is our medicine. We also have, if there is coexisting cholesterol problem, Atrilipids. Wir haben, das sind die Medikamente von Atrimed Firma. Die gleiche Firma, was Sorian macht, das ist Glucostat, ist für Diabetik und Atrilipids. Und wenn die Cholesterol ist mehr, dann wir geben Atrilipids. Und
Usually diabetics have more of fungal and candidal infections. Meisten Diabetiker haben Probleme mit Candidiasis und auch Pilzen, mit Pilzen Problemen. So das ist Trichoderma, ist eine Salbei sehr gut gegen all diese Probleme. So we try to see from all aspects and try to contribute a medicine. Next slide. Similarly for gynecological problems, we have for premenstrual tension. Beispiel für Gynäkologie-Problemen. Es gibt Beispiel prämenstruelle Spannung, das ist PMS, sehr bekannt ist. Menopausal issues and postmenopausal problems. Wechseljahre-Problemen oder nach dem Wechseljahre. Vaginal infections including human papillomavirus which can lead to cancerous conditions later. Vaginal Infektionen wie HPV, das ist auch ein bekannter Virus, das kann werden Krebs. Hormone imbalance, heavy bleeding, irregular cycles. Hormonenungleichgewicht und starke Blutungen, unregelmäßige Zyklen. Für diese Probleme haben wir So we have MCs, Retrieve, Femicam, Virins, Trichodem. I'm giving you a general idea about those medicines. Das ist die Medikamente von dieser Firma, wie wir Medizin in die Richtung geben. So just to give you an example of one product, how much in detail it can act. Beispiel Femicam ಬರ್ತಿಲ್ಲ next ಹೋಗು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗು ಇನ್ನು ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಲತಾ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ go back arthritis ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು oh okay anyway fine that slide is missing. Okay, similarly is arthritis. More than 100 types of arthritis are there. We need to know the cause and treat. Es gibt über 100 Sorten Arthritis. So we have developed much safer alternative to painkillers. So weil meistens die Änderung von der Schulmedizin ist entweder starke Schmerzmittel oder Cortison oder aber wir haben eine Alternative gefunden oder klassische Literatur schon erklärt. And also something called Ayurvedic DMARDs, which mean it improves the disease of the disease modifying drug. Das ist die ayurvedische DMARD oder DMARDs. Das mag die Immunsystemstabilisierung für Arthritis. Next slide. So we have kinase, retrieve to improve the bone strength. Wir haben kinase, retrieve. Painis oil, ointment. Salbei und Painis Öle. Es gibt auch verschiedene Öle. Oestrogen, they are natural bone strengtheners, good in osteoporosis. Oestrogen, natürliche Knochenstärkung. Es ist sehr gut für Knochen. Similarly, the next important disease what we are concerned is about allergies and asthma. Beispiel für die chronischen Krankheiten wie Allergien und Asthma haben wir Despas für akute und chronische Anwendung, Renorm für Immunomodulation und Spasix für Kinder. Skin is our important area. Yesterday we spoke about psoriasis in detail. This is generally acne, pimples. Haut ist ein großes Problem. Beispiel Akne, Dermatitis, Psoriasis, Pilzeninfektionen. Yeah. In fact, when acne, go next slide. Yeah. This is a cream which we have tried with allopathic clindamycin and it has proved equivalent with clindamycin, effect-wise. So das hat sehr gute Wirkung, Komplexpathologie und in systematische Krankheit und erklärt externe und interne Medikation, Glucostat, wenn PCOD koexistiert. Oblas, wenn Fettleibigkeit koexistiert. So ist das. Das ist mit der Obesity oder Übergewicht ist da ist. Next slide. Okay, this is a very important cream for fungal and candidal infections. Für Pilzen und Candida kennen Sie schon, ne? Ja, mit Pilzen und Candida-Infektion, das ist die bessere Qualität Cream, was wir haben. So finally what I want you to understand, how when we develop a drug, you can really trust these drugs because we have a holistic approach.
am Ende, was ich wollte sagen, ist, am Ende haben sie einen ganzheitlichen Ansatz. And we have a safer approach. Und sicheren Ansatz. More than anything, we have an effective approach. Und auch einen effektiven Ansatz. Because we have comprehensive understanding of disease from the point of view of Ayurveda and allopathy. Haben Sie ein umfassendes Verständnis der Krankheit. Thank you. Danke. Now, Questions, Dr. Prasanna will talk about. Any questions of that? Oh yeah. Please. Wenn Sie Any eine Frage questions? haben, bitte bestellen. Any questions? Any doubts? Yes, I would like to know if the cream against Candida can be used on inside. Yes. Yes, it is safe even if it goes inside the most of our creams. And is there a possibility to get these medicines in Germany? Yes. Yes. Very soon. Anything else? Okay. Now Dr. Tulasi will talk about, I talked to you about the medicine. Now he will talk about the healing aspects of Ayurveda in chronic diseases. Okay, I may not need that. Ein bisschen klar mit was genau ist. Ayurveda ist zwei Wörter. Sanskrit. Ayur bedeutet ganze Leben. Wann beginnt die Lebenszeit? 9 Monate vorher. Von da bis Turban ist die Lebenszeit, Ayu bedeutet. Veda ist eine Wissenschaft, eine medizinische Wissenschaft, geschrieben über Leben. Was bedeutet das? Das bedeutet, ehrlich zu sagen, wie kann man leben ohne Arzt? Können Sie glauben? Wie kann man so leben ohne Arzt? Können Sie glauben? Denken Sie einmal, es gibt keinen Arzt. Was passiert? Nee, wir selber aufpassen. Dritter Glas Wein, oh nein, es gibt keinen Arzt. Dritter Kaffee, nein, es gibt keinen Arzt. Verstanden Sie, was ich meine? Erstmal ein Körperverständnis zu bringen, wer bin ich in aller Aspekt. Ayurveda glaubt, wir sind Teil von Natur. Wenn etwas fehlt, wir müssen von Natur wiederbringen. Das ist die Idee. Wir sind Natur, schon pur ein Teil. Deswegen wir sind hier in dieser Welt. Wenn etwas nicht da, das will alles Krankheiten, dann das muss man zurückbringen. Das ganze System läuft in diese Richtung. Ayurveda, das ist was? Veda, Wissenschaft, Überleben. Denken Sie einmal an Wildtiere in Amazon. Denken Sie, diese Wildtiere jeden Tag kocht Tee oder ja, denkt über Gesundheit, denkt über, ja, komm mal, ich muss Versicherung haben oder denken Sie, diese Wildtiere machen das? Was passiert dort? Sie leben 100% mit Natur. Das fehlt bei uns. Wir leben mit Natur, aber nicht 100%. Weit weg. Weit weg. Mit Fehlern mit aller Richtung, Ernährung, Getränke und alles Mögliche fehlen. Diese fehlen, das ist was verloren ist, der Geist, Kontakt mit dem Körper ist verloren. Wir haben Kontakt, aber außer, ich kann gut mit meiner iPad etwas machen oder alles draußen, wir sind Experte. Aber innerlich, ich habe Durst, ich fühle nicht, ich habe keine Zeit. Ich habe Hunger, keine Zeit, nein, nur 10 Minuten Pause. Das ist, was Krankheiten kommen lassen eigentlich. Diese Erklärung, Anfang Ayurveda beginnt mit diesen Sorten. Beibringen, wer bist du? Wer sind sie? Was ist meine Elementen? Was ist nicht da? Was ist die Ordnung? Was ist die Typen? Was ist die Prakruti, Individuum? Dann kommt welche Krankheiten? Dann eine Antwort in die Richtung Reinigung, Behandlung, Medikamente. Haben Sie verstanden? Das ist wegen Wissenschaft Überleben. Ein tolles System. 5000 Jahre vorher begonnen. Niemand weiß genau, wann hat begonnen. Das ist die Dokumentation in Indien. Next.
Beispiel, das ist ein interessantes Thema, ist Tridosha, Dosha wieder Sanskrit Wort. Erstmal das 5 Elementen wir haben. Erste Element ist Raum. Bedeutet, alles was ein Platz ist, wo wir hinsetzen heute, ist ein großer Raum, oder? Wenn ich gehe hier, wenn ich wollte es von hier bis hier will, ich muss einen Raum haben, einen Platz haben, sonst geht nicht. Oder? Wenn ich aber bis hier gegessen, ist das möglich nochmals essen? Aber wir sind Künstler, wir versuchen, ne? Snaps nehmen oder ein bisschen. Wir versuchen immer. Aber das ist nur Zeichen, was ist Raumelemente bedeutet. Denken Sie, ganze Erde, Planet, wo liegt es? Großes Raum, Makrokosmos. Kann nicht denken, wie groß das ist. Da liegt ein kleiner Planet, da oben wir existieren. Das ist Raumelemente. Wenn wir wissenschaftlich prüfen, zwischen den Zellen gibt Platz, innere Seite Zellen gibt Platz, Atom, wenn wir reingehen in Atom, da gibt auch Platz. Neutron, Proton. So ist die klare Erklärung, 5000 Jahre, nicht meine. Erste Elemente für Existenz ist Raum. Zweite Elemente ist Luft. Luft bedeutet alles, was Gas ist. Denken Sie, hier gibt keine Luft. Was passiert? 3 Minuten, 4, 5. Ein Yogi kann 10 Minuten. Haben Sie verstanden? Prana, das ist Lebensenergie. Ohne das geht nicht. Zweite wichtigste Element ist Luft. Alles, was Gas ist, Luft. Wenn diese Luft, wenn das fehlt, Sie können denken. Einer ist, Lebensenergie geht weg. Zweite ist, Bewegung ist schwierig. Denken Sie, hier ist keine Luft. Wie ist die Vakuumbewegung in Vakuum? Schwierig. Viel Wind, Tornado, wie ist die Bewegung? Verstehen Sie? Luft ist die Energie für Bewegung und Lebensenergie. Nummer 3, dritte Element ist Feuer. Was ist Feuer? In Ayurveda, Feuer bedeutet alles, was macht Wärme. Gestern war es 37, oder? Das ist Feuer. Aller war. Es war große Schlange in Eisdielen gestern. Es ist kalt, es muss kühlen, Körper muss kühlen. Kalt, es ist 0 Grad, aller muss warm anziehen. Warum? Eine optimale Temperatur ist wichtig für Körper zu existieren. Wenn das fehlt, dann wir entweder frieren. Wenn 2 Grad mehr, wir sagen Fieber. In Fieber, wie ist die Energie? Alles Schmerzen. Ganze Körperzellen ist Schmerzen in 2 Grad Variation. So eine optimale Temperatur ist Feuerelemente. Beispiel, alles ist grau im Winter, dann langsam kommt Sonne, bisschen warm, kommt sofort Gras oben oder Pflanzen wachsen. Bedeutet, Zellen multiplizieren, so schnell. Das ist genauso im Körper. Ich esse Brot, Brot wird mit bestimmter Wärme verdaut. Bedeutet, das wird andere Form, alles Energie. Da kommt ein paar Fehler, ne, was wir immer machen. Wir essen tolles Essen, dann kommt am Ende ein Eis, ein Nacktisch. Was passiert? Einmal denken, wie viel Grad wir brauchen für Verdauung? 36 Grad oder 37 Grad. Wie viel Grad ist Eis? Oder 0. Nehmen wir 0, positiv ein bisschen, 0 bis 4 Grad. Was passiert hier, alle essen? Das wird wie ein kleiner Kühlschrank hier. Die alle essen, bleibt genauso, oder das wird alles schmutzige Ernährung weitergehen. Das ist was in Ayurveda, es kommt die nächste Stufe, ich erkläre, wie Ama bedeutet. Das ist all dieses unverdaute Material, das kommt alles auch Energie im Körper. Das ist was Gift bedeutet. Nicht irgendwo von draußen kommt, von eigener Fehlen, sollte fehlen. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe Tausende, aber Zeit geht nicht. Solches Ama wird bildet und das bildet alles Krankheiten. Das war die Erklärung von Dr. Latha, wie diese 6 Stufen. Der Anfang ist dieses schmutzige Material. Haben Sie verstanden? Das ist Feuerelemente. Dann Nummer 4 kommt Wasserelemente. Was bedeutet Wasserelemente? In Ayurveda ist alles, was flüssig im Körper ist, Wasser. 70% Körper ist Flüssigkeit. Genau aus der Erde. In der Erde auch 70% Flüssigkeit. Das ist nur zu zeigen, wir sind Teil von der Natur.
So Wasser, ohne Wasser. Was ist die Wirkung von Wasser? Denken Sie, ganzer Mond ist trocken. Können wir etwas essen? Deswegen, wenn wir sehen eine Eisdiele, Mond wird flüssig. Oder? Oder grillen, riechen, das reicht. Mond wird flüssig. Das ist der Kontakt zu Geist, Sinnesorganen zum Helfen uns eigentlich. Das ist die Flüssigkeiten wie eine Transportsysteme. Blut, was ist die Wirkung? Transport. Lymph, Drainage. Alles. Es ist Mond bis hier. Deswegen wir haben immer viel Durst. Aber wir antworten. Ne? Wir reden über Umwelt. CO2 ist überall mehr und so. Aber wir trinken Wasser mit CO2. Kohlensäurewasser. Aber wir reden über Umwelt. Nicht vergessen. Wissen Sie, wie schlecht ist Kohlensäurewasser? Nur ein Beispiel. Entschuldigung, ist nicht gegen Ihre Firmen oder so. Was ist Kohlensäure? Kohlendioxid in kaltem Wasser. Kohlendioxid. Körper macht von Lungen jede 3-4 Sekunden, wir müssen aus. So viel produziert Körper. Was passiert, wenn wir trinken diese Kohlendioxid wieder mit Wasser? Ne? Umwelt hier im Körper. Haben Sie verstanden? Wie beginnen Krankheiten? Das ist so beginnen Krankheiten. Nicht nur von einem großen, ein Tag irgendwo ein großer Fehler, nicht. Das sind die höchsten Fehler. Das macht Übersäuerung, das kann wieder viel Druck machen an Nieren und Lungen. Dann automatisch, Gift kann überall hingehen. Können Sie das noch einmal langsam wiederholen, das Kohlendioxid macht? Kohlensäure, das ist Kohlendioxid in Wasser, weil wir ausatmen immer viel Kohlendioxid. Das ist die Abfallprodukte von Lungen oder von Körper. Und wir führen es wieder hin. Ja, jetzt müssen wir überlegen, was genau alles passiert. Ja? Eigentlich braucht man nicht ausatmen. Nicht das machen, bitte. So, eigentlich zu weitergehen. Das ist das 4. Element. 5. Element ist Erde. Erde ist eigentlich ein festes Material, wir brauchen zum Leben. Ohne fest geht nicht. Ein Grund. Wir brauchen einen Grund. Erde bedeutet nicht nur die Erde, was wir sehen. Mein Gewicht, eine Zusammenhalten und alles, Kraft, alles gehört zu Erdelemente. Diese 5 Elemente zusammen haben wir 3 Doshas genannt. Doshas ist eine Wirkung, eine Sorte Funktionen im Körper. Beispiel Vata, Prinzip der Bewegung. Bewegung, ich habe schon erklärt, mit Luft, Bewegung ist möglich. Und Nummer 2, Pitta. Pitta ist Feuer und Wasser, nicht falsch verstehen. Feuer bedeutet Hitze in Flüssigkeit. Beispiel Benzin ist flüssig, aber Feuer. Cognac ist flüssig, aber Feuer. Oder Wein ist flüssig, aber Feuer. Kohlensäure, Magensäure, alles. Das ist Pitta. Umwandlung ist ein Prinzip für Umwandeln. Beispiel Brot wird nicht Brot bleibt hier. Das wird richtig gemischt und eine Sorte geht in Nahrung zu Zellen, andere Abfall kommt out. Das ist die ganze Procedure. Umwandeln. Das ist was? Pitta. Und Nummer 3, Kapha. Kapha ist die Kombination von Erde und Wasser. Bedeutet, nehmen Sie ein bisschen Erde, Pulver und ein bisschen Wasser, kann man einen Ton machen. Von dem Ton kann man eine Modell, Struktur machen. Das ist das Beispiel, wie dieses System funktioniert im Körper. Next. It's okay. So, Beispiel. Eine tolle Erklärung in Ayurveda ist die Typen, Prakruti. Wenn wir sitzen, 30 Leute, 30 Typen. Wir jeder sind individual, oder? Individuum. Wie kommt das denn? Das ist diese kleine Ordnung von den Mikrovariationen, wir sagen Mikrovariationen von diesen 5 Elementen. Einer haben ein bisschen viel zu Vata, Luftelement oder Feuerelement. Deswegen, wir sehen, einer ist, egal wie viel er isst, er wird dünn. Anderer ein bisschen viel essen, er wird Übergewicht. Dieser Unterschied, nur ein Beispiel. Einer ist, wenn einer kein Essen kriegt, er wird sauer und ärger. Andere ist gar nicht, er kann fast verhungern oder fasten. Diese Möglichkeiten, ne? Das ist, was Typen bedeutet. Das ist, was wir beibringen, als Ayurveda-Arzt, wir beibringen, welche Elemente bei Ihnen ist nicht aktiv. Warum sollte man wissen, wenn ich weiß, welche Elemente bei mir ist viel oder unten aktiv? Ich kann Balance bringen mit bestimmten Sachen.
mit Ernährung, mit Behandlung, mit Medizin. Das ist der Grund. Ja? Okay? Beispiel Prakruti, das ist einfach, Sie können das lesen. Prakruti ist von 3 Dosha, Vata, Pitta, Kapha ist der große Teil, aber immer wir sind zwischen. Wir haben alle Elemente. Nur eine kleine Variation. Deswegen alle Organe, alle Herz ist hier, jeder weiß, ne? Oder Magen ist hier, aller weiß. Trotzdem Individuum. Ein bisschen Variation, das ist, was die Elemente kleine Ordnung ist. Alles klar? Next. Okay, jetzt wir kommen zu chronischen Krankheiten oder die Krankheiten selber, wie wir nehmen in Ayurveda. Erste Linien von Ayurveda, das ist, sehen Sie, die älteste und erste medizinische Wissenschaft gesprochen über Gesunderhaltung. Was ein großes Thema, Gesunderhaltung. Was ist das? Was ist das? Privatversicherung? Gesunderhaltung? Oder? Dass wir auf uns achten, dass wir nicht frieren dauernd. Ja, Beispiel. Beginnt von Typen. Wer bin ich? Welche Elemente nicht passt? Okay, Ernährung. Ja, Bewegung. Bewegung. Welche Bewegung passt mir? Wie viel soll ich machen? Und Yoga, Meditation, Behandlung, Kur. Ayurveda Kur ist eine gesunde Haltung eigentlich. Was wir machen? Wir machen wie TÜV für die Auto. Wir bereinigen alles. Einmal Darm entleeren, warum nicht? Einmal alle Gift raus vom Körper, warum nicht? Dein Körper wird stabilisiert, Immunsystemstabilisierung. Nur ein Massage, denken Sie, wie das funktioniert. Nur eine gute Ayurveda Abhyanga oder Massage. Ein richtiger Druck an Massage, Sie können nicht denken. Nicht denken, können Sie glauben das? Eine gute Massage oder eine Behandlung, ein paar Minuten, Sie sind weg. Eine große, tiefe Wirkung wie eine Meditation. Weil Körper, Geist und Seele zusammen. Wir nicht nur denken an Körper, wir sehen auch, Geist ist auch Zustand. Sieht, wie Körper ist. Einmal, wir fühlen, das tut mir gut. Was tut mir gut? Wie viel Mal habe ich das gefühlt? Wenig Mal. Deswegen, Ayurveda geht direkt in die Richtung Geist, Körper zusammen. Weil Geist ist nicht irgendwo, es ist im Körper. Körper ist nirgendwo. Zusammen, sie sind zusammen, oder? Aber wir denken immer, Geist ist irgendwo, Körper ist hier. Das wir beibringen, zusammen beibringen. So, Swastasya Swastarakshanam, Aturasya Vikara Prashavanam. Bedeutet, wenn jemand gesund ist, wir sehen, dass Gesundheit weitergeht. Es gibt kein Anti-Aging, aber kann man gesünder älter werden? Es gibt immer 2 Antworten. Ich kann älter werden mit 2 künstliche Hüfte, 2 Knie und es ist alles möglich heute. Aber ich kann auch gesund bleiben und alt werden. Ich bin fit. So, Wahl ist, wie Sie wählen. Haben Sie verstanden? Das ist Ayurveda, gesunde Haltung, erste Linien. Und dann Heilen von Krankheit. Wenn Krankheit kommt, dann wir beginnen zu heilen. Weiter. Beispiel, jetzt habe ich ein bisschen Comedy, aber habe ich gefunden, zu verstehen, wie die Ama oder diese Gift produziert. Das ist, sehen Sie, im Körper, es ist wie eine Industrie. Wir nicht denken das, ne? Wir immer lutschen, ja, ohne Ende. Sind Sie, so viele Organe, so viel Arbeit muss sein, ne? Wenn nur eine Kekse gegessen, eine Kohlenhydrate, Fett, das beginnt von Mond. Boah, so viel Arbeit. Oh, sorry, I have this here. Wait. Beispiel, sehen Sie, das beginnt hier, ne? So viele Enzymen und so, tausende Enzymen oder Millionen, ich weiß es nicht. Dann kommt hier mit all dieser Gas und dann Arbeit hier, dann Abfall und also, unglaublich viel Arbeit. Jetzt Sie müssen denken, immer naschen oder immer essen. Sie geben so viel Arbeit. Sie geben keine Pause. Das bringt Ayurveda, erste Linien. Wie viel Mal ich brauche essen? Was soll ich essen? Ja, ist das bei mir richtig verdaut oder nicht? Wenn nicht, dann das wird alles Ama. Das ist die giftige Material. Das geht in ihre Zellen. Eine haben einen Schwachpunkt, eine haben in Gelenken, eine haben im Kopf, eine haben im Magen. Das wird alles chronische Krankheiten. Was ist Colitis? Colitis nicht kommt in 1 Tag. Arthritis kommt in nicht 1 Tag. Beginnt ein bisschen Bewegungsprobleme, kein Thema. Ich habe eine Schmerztablette und fertig. Verstanden?
Alle chronische Krankheiten beginnen mit einigen Symptomen. Das ist, was Frau Dr. Latha erklärt, das ist die erste Stufe. Das ist Sammlung, ne? Akkumulation. Dann, das geht weiter. So, Beispiel, das ist zu zeigen, wie die, next. In Stärke der Ayurveda liegt in der Schwäche der modernen Medizin. Das bedeutet, Prävention von Krankheiten, das ist die älteste medizinische Wissenschaft gesprochen über Prävention. Und bei chronischen somatischen Erkrankungen, ohne klare Diagnose, heute viele Syndrome sind da. Ne? Wenn ein Komplex zusammen kommt ein neuer Name, kann sein, was ist Fibromyalgie, wie alt ist das? In 80 oder 90, das ist nicht so alt. Es sind viele Syndrome, das ist unklare Diagnose, bei psychosomatischen unklaren Zuständen, bei Krankheitssyndromen ohne klare Etiologie, bei Krankheiten ohne Behandlungsmöglichkeiten. Das ist heute, ne? Mein Knie ist kaputt, ein bisschen Arthrose habe ich. Ja, wir sehen mal, was kann man tun? Ein bisschen Schmerzmittel, na, geht nicht. Dann warten Sie, bis das kaputt ist, kriegen Sie Neues. Antwort. Solche Probleme, Ayurveda haben sehr guten Zustand. Aber muss man beginnen von Anfang. Ne? Es ist wieder Reinigung, Ernährung, alles muss passen. Und dann kommt Krankheiten ohne Behandlung, ja, zur Rehabilitation, zur postoperativen Behandlung, alles unbedenkliche Anti-Aging-Therapie. Anti-Aging bedeutet nicht falsch verstehen, wir nicht ihre Alt zurückdrehen. Unmöglich. Aber wir machen gesunder älter. So, next. Beispiel, Therapeutik Chikitsa heißt in Sanskrit. So, es gibt 3 Stufen. Übernatürliche Heilung, rationale Heilkunde, subtile Heilkunde. Sehen Sie hier. 5000 Jahre vorher hat sie klare Erklärung gemacht, wie kann man heilen. Erste Linie ist übernatürliche Heilung. Was bedeutet das? Spirituelle Energie. Meditation. Oder wenn Sie glauben an eine bestimmte Religion, an einen Gott, ein kleines Gebet, warum nicht? Eine positive Energie bringen. In Indien, wir haben eine große Religion, ne? Wir haben 30.000 Götter und so. Es gibt heute noch die Glaube, dieser Gott mir diese Krankheit vielleicht geschenkt, ich muss dieses Gebet machen, kann ich geheilt werden. Das ist nicht Glauben, aber das funktioniert wunderbar. Wie? Ich gebe ein Beispiel. Denken Sie, hier kommt eine Schlange. Was passiert? Hier bis hier, ganze Haare einmal. Nur Schlange gesehen hier. Wenn ich nicht sehe, ist egal, Schlange kann hier laufen. Das tut gar nicht. Wenn ich nur eine Schlange gesehen hier, ganze Körperzellen, Millionen sprechen weniger als Sekunden. Das ist der Kontakt zwischen Geist und dem Körper. So ist die Glaube, übernatürlich. Wenn ich glaube so stark, die Zellen sprechen einmal zusammen, Immunsystem wird stabilisiert. Automatisch Heilung beginnt. Verstehen Sie? Okay, das ist rationale Heilkunde, Yukti. Yukti ist viel zu tun mit Arzt. Welche Medizin wir brauchen, welche Krankheit ist das, welcher Typ ist das, welche Behandlung, welche Öle wir brauchen. All dieses zu tun mit Yukti. Das ist was? Alles Arzt viel wir machen. Und dann subtil Heilkunde. Sehen Sie, dritte Linien auch etwas zu tun mit Geist. Subtil bedeutet, es gibt viele Blockaden oder Falschverständnis. Wir machen einmal Geist, Mental Ventilation heißt das. Beispiel Stirnguss. Eine Behandlung mit Öl, Guss gemacht hier. Das bringt eine tief meditative Wirkung. Die Blockaden kommen aus. Weil Blockaden, das sind ein paar Falschverständnisse. Sie machen einen Druck an Heilung. Das gibt auch psychologisch, ne? Beispiel ältere Leute, sie wollen ein Paar, ne? Nicht alle, sie wollen krank bleiben, denn sie kriegen Aufmerksamkeit. Das sind psychologische Probleme. Wie antwortet man? Haben wir auch keine Antwort. So, wir sehen all diese Punkte. Okay, next. Beispiel, nach 2 Satz von Ayurveda ist Apatarpana, Santarpana. Bedeutet, erste Linien, wir sehen, was braucht man jetzt? Einmal entleeren, sauber machen oder Sie brauchen Gegenteil, so ein bisschen einfühlen. Ja, das ist was, Gewebe
Gewebe, was ist das? Entschuldigung, das ist ja, dezimierende oder vermeidende. Dezimierende oder vermeidende. Was brauchen wir? Nur Reinigung, Beispiel in Übergewicht braucht man Reinigung, Fasten und all dieses. Beispiel eine Sehdun, ein Problem ist da muss ich Rasayana oder die Medikamente geben, das macht Stabilisierung. Das ist die erste, zweite Teil, wir schon entscheiden. Dann kommt Beispiel Yoga, sind sie integriert Meditation. Das ist, Yoga war ein Teil in Vedas. Das war in Vedas selber Ayurveda gefunden, auch Veda gefunden, Yoga gefunden. Früher, wenn Sie lesen ein richtiges Yoga-Buch, richtig Patanjali, es gibt keine Übungen in dieser Zeit. Patanjali hat nicht Übungen geschrieben. Wissen Sie warum? In dieser Zeit, sie hat genug Bewegung. 5000 Jahre vorher, was ist eine Technologie? Es wird kein Auto, keine Spülmittel, alles muss selber machen. So viel Bewegung hat sie genau. Deswegen, ihr schreibt nur über Geist, Balance. Langsam gekommen Asanas, weil Bewegung fehlt, wir müssen Bewegung machen. So, das ist ein integriertes System. Yoga, Meditation und Abhyanga oder Massage, das sind Therapien. Abhyanga ist eine Sorte Massage mit Öl, wir machen. Einfach Wirkung ist Öl, einfach warme Öl kommt im Körper und das macht einziger Druck und Massage erstmal stimuliert Blutzirkulation. Wenn Blut so richtig ist, automatisch wenn wir Stress ist, alle Muskulatur sind hart, Kapillaren wird gedrückt. Die kleinen Kapillaren werden öffnen einmal mit Massage. Beispiel, wie die Behandlung. Und dann richtiger Druck und Massieren macht all diese Blockaden. Beispiel, Abfallprodukte in diese kleinen Kapillaren nicht so rauskommt. Wir sehen, dass sie fließen gut raus. Das ist Abhyanga. Nach dem Abhyanga, wir geben eine Dampfsauna, dass ein bisschen Gift rauskommt. So eine Technologie entwickelt ein paar tausend Jahre, aber Wirkung ist super gut. Wir haben Erfahrung. So das wirkt. Unglaublich. Unglaublich. Das ist ein Beispiel. Abhyanga und Shirodhara, Sarvangadhara. Shirodhara ist Steenguss. Sarvangadhara, wir nehmen ungefähr 5 Liter Öl. 2, 3 Leute arbeiten für Seka. Das ist wie ein Königguss. Das ist die ganze Atmosphäre selber macht. Wie ein Baby, wie eine ganze Energie wieder. Das ist Behandlungen-Aspekt in Ayurveda. So wirken die. Und dann Patrapinda ist mit den Blättern. Wir sammeln ein paar Kräuterblätter, einfach ganz frische Kräuterblätter. Sie haben bestimmte Wirkungen, auch Kräuter. Das wird gemischt und dann machen wir wie eine Bolus und dann Stempel gemacht. Und dann Jambira Pindasveda, auch eine Sorte mit Zitronen und so, wie für Zellulite und viele Hautprobleme. Und Kativasti, Januvasti, das sind die Behandlungen für Rückenstabilisierung, Nackenstabilisierung. Jede Gelenke gibt eine Behandlung. Und Panchakarma, das ist die nächste. Panchakarma, Beispiel, das ist die Bilder, Beispiel nur zu zeigen, das ist eine Stempelbehandlung, Massage, Steenguss, das ist die Kniebehandlung, das ist die Kräuterblätter im Hintergrund. Next. Rationale Heilkunde, sehen Sie, die dritte Mittler war rationale Heilkunde. Hier auch sehen Sie erstmal Ernährungslehre. Das ist ein Markt in Mysore. Arme Leute, keine Kühlschrank, keine haltbare Sachen. Aber positive Energie. So positiv, fresh. Was bedeutet fresh? Das ist ein Markt. Sie bringen morgen, vielleicht heute oder mal in 1, 2 Tagen, das wird verkauft. Ernährungslehre ist die erste Linie, auch typmäßig. Und dann gesunde Lebensweise, ein paar Tipps zu welcher Yoga, welcher Behandlung ab und zu machen und so. Und dann kommt Medizin. Beispiel in Psoriasis oder so. Wenn nehmen Kur kommt, wir machen auch eine Reinigung, eine Virechana heißt das. Nach der Reinigung für Hautproblemen die beste Methode. Reinigung nimmt wie Osmose alle Toxine raus oder ziemlich, dann Medizin, das wirkt 100%. So ist die Kombination immer. Okay? Next. Das sind die reinigenden Therapien. Panchakarma bedeutet. Pancha bedeutet 5 verschiedene Sorten Behandlungen. Nicht falsch verstehen, es gibt Falschverständnis in Ayurveda und auch die Kuren. Ich mache Panchakarma-Kur, bedeutet, ich muss alles kriegen. Oder, ich muss erbrechen bei Ihnen, ich muss Durchfall. Nein, das nicht falsch verstehen. Das ist die Methoden starke Reinigung für bestimmte Leute mit bestimmten Problemen. Wenn Sie kommen mit
Okay, next. Das ist nur zu zeigen, das ist ein bisschen viel, aber nur zu zeigen, wie wir formulieren. Patient und dann Behandlung und dann wir sehen, wie viel Hilfe von da und dann Gesundheit. Das ist ein bisschen zu viel, aber einfach zu sagen, wie ist die Krankheit, Beispiel, was sind die Hauptsachen, wie die Krankheiten gekommen, Pathogenesis, Symptomen und Affecting Factor, was sind das und dann Disease. Und dann hier sehen Sie Patient, welcher Typ, welche Organen ist da mit diesen Krankheiten und wie alt, welche Saison ist das, wie viel Körperstabilität, Metabolic Status, Toleranz und Surroundings, was die Umgebung und Diät, alles zusammen nehmen wir Patient. Dann kommen zu einer Diagnose, aha, das ist so eine Diagnose ist. Wir nehmen all diese Aspekte, nicht nur eine Laborwerte, Sie haben Cholesterin hoch, okay, fertig, Sie haben Cholesterin hoch. Nein, wir geben zu all diese Themen. Und dann, welche Behandlung ist wichtig? Sehen Sie in Behandlungen Diät, Lifestyle, Lebensstandard und Medizin, Panchakarma, Psychologie und andere Behandlungen. Das all dieses, ist die Indikation, ist da Diät oder nicht? Wenn einer macht gute Diät, trotzdem wir haben Krankheit, wir sagen, das ist Karma. Ja, weil es gibt keine andere Antwort. Ne? Es gibt auch Leute, sie sind in aller Richtung gut, aber ganz selten. Da kriegt man auch Krankheit, das ist was Karma bedeutet eigentlich. Da kommen wir, Indikation ist da oder nicht? So ist das. Dann kommen, wie viel ist die besser geworden? Wenig Symptome, Homostasis oder einfach, wir sehen, wie viel möglich so viel gesund bringen. Next. Okay, jetzt ein bisschen über wo ist ich hinkomme. Ne? Wir haben eine Idee oder eine Antwort gefunden, ich und meine Frau zusammen. Wir haben erstmal ein paar Kräuterpflanzen gebaut und dann ein Zentrum gedankt, weil es gibt viele Sorten Zentrumen in Indien, weil auch eine Touristik-Sachen sind und so. Weil wir gedankt, welche Sorten Kuren ist wichtig. Weil Geist muss auskommen erstmal. Ne? Haben wir eine Idee gefunden, dieses Zentrum liegt in einer Anlage, egal welche Richtung Sie laufen, es gibt kein Restaurant. Wir sind sicher, dass Sie zurückkommen, weil bei uns gibt ayurvedische Qualität Essen ist. Wenn Sie haben Kur gemacht, ne? Weil es gibt Touristanlagen, da können Sie 100 Meter laufen, kann man frische Fisch essen, ein Glas Wein und alles Mögliche am Abend. Morgen beginnt wieder. Aber bei uns, es gibt unmöglich, dass es diese Sachen gibt. So Geist wird einmal verstehen, aha, weil es gibt ganz lecker Essen. Ayurvedische Disziplin, indische Methode, ganz lecker. So Geist kommt automatisch unten. Es gibt nicht Restaurant hier. Kann man keinen Kaffee bestellen. Dann Nummer 2. Was ist fresh bedeutet? Wir haben keinen Kühlschrank extra. Warum? Weil fresh bedeutet, muss man fresh bringen und fresh Essen machen und geben. Nicht haltbar gemacht. Nicht künstlich haltbar gemacht. Da Energie ist tot. Wie wir glauben Energie. Denken Sie, ein Fleisch im Tiefkühlschrank, ja, wie viel Grad ist das? Ne? Wie viel Grad Sie machen das? Viel, ne? Minus 18 oder so. Was passiert, wenn ich sitze dort, minus 18 Grad? Ich sage Ihnen, ich lebe nicht mehr, aber mein Fleisch ist genauso gesund. Haben Sie verstanden? Nahrung sind da, aber Lebensenergie ist weg. So muss man entscheiden, ich wollte es Nahrung oder Energie zusammen. Das ist ayurvedische Erklärung. Egal, wie Sie glauben oder nicht, aber ich glaube das so stark. Beispiel, dann haben wir ein Kurzentrum entwickelt in dieser Anlage, auch Klima ist sehr gut, nicht so viel Feuchtigkeit und so. Und auch viele Kräuter. Wir glauben, Kräuterpflanzen nicht nur von der Wirkung helfen, auch von Energie. Beispiel, wir haben alle Sorten, von Sandalholz bis Neem und alles. Sie geben auch eine Sorte Energie. Neem, ein toller desinfizierender Mittel. Kurkuma oder Sandalholz, beruhigen, Pitta unterbringen. So Energie muss auch kommen von, so wir haben ein Ökosystem gebaut, erste 3 Jahre, wir haben keinen Patienten genommen.
Dann haben wir begonnen zu Patienten hier willkommen. Wir haben nur 6 Zimmer, müssen Sie früh genug anmelden. So, der Tagesablauf ist eigentlich so, wie wir chronische Krankheiten heilen. Tagesablauf, morgen beginnt mit ein leichten Übungen. Weil es gibt 1000 Sorten Yoga. Wir haben eine Kombination gemacht, jeder braucht das und einfach zu machen. Einfach, Beispiel, wenn ich so stehe, meistens ich kann nicht denken. Und auch sehr wichtig, das ist super gut für Rücken und so Beispiel. Solche Bewegungen haben wir gefunden. Und dann leichte Yoga Nidra, eine spezielle Meditation beginnt. Dann Frühstück kommt, dann täglich 1 oder 2 Behandlungen. Und es gibt kein Paket, Sie können nicht ein Paket kaufen bei uns, sondern wir machen Pulsberatung. Wir kommen zu klarer Diagnose mit Ihnen sitzen und planen wir, wie der Tagesablauf wird. Und dann 1 oder 2 Behandlungen und viel Ruhe für selber. Mittag und Abendessen wird bedient. Und nichts zu tun ist eine Arbeit. Können Sie glauben? Es ist eine ganz schwere Sache für deutsche Gäste. Ne? Nichts zu tun. Boah! Nervös. Das ist schon die Krankheit bedeutet. So wir sind heute. Ne? Nichts zu tun ist gefährlich. 2 Wochen, 3 Wochen. Nichts zu tun. Trotzdem, Sie kriegen Ihre Gesundheit so gut. Garantiert 3-4 Kilo minimal abgeht mit gutem Essen. Auch wenn notwendig ist, Beispiel mit Psoriasis und so, eine gute Reinigung und dann Medikamente, sofort Sie merken. Und alle Zellen, das ist nicht nur eine Körper, Millionen Zellen wird reinigt. Und dann Millionen kommen neue mit positiver Ernährung und alles. Der Körper wird richtig Energie mitgebracht. Das kann man, wir geben auch eine Idee, wie kann ich weiternehmen? Habe ich hier gut gelebt? Wow, aber ich schaffe nicht. Aber der Geist wird so klar mit der Kur, 3 Wochen später, sie selber entscheiden, nein, das tut mir gut. Weil ich habe einmal Körper gelassen, 3 Wochen zu verstehen das. Nur denken ist andere, alles zu tun. Dann Körper selber antwortet. Das ist was, Reinigung in allen Aspekten. Bitte next. Beispiel in der okay, next, ja. Das ist die Anlage, ne? Das ist nicht immer grün, ne? Nicht falsch verstehen, im Sommer wird auch trocken, aber obere Teil wird grün. Das ist Yoga-Halle, Therapiezimmer und so. Next. Beispiel, das ist auch ein Bild zusammen mit alles und das und im Schädel. So, in the cover, next. Okay, stop. Beispiel, das ist ein Zimmer. Wir haben Qualität, wir kennen nur deutsche Gäste. Das ist ein Vorteil. Ich und meine Frau, wir wohnen auch dort. Kommen auch ältere Leute, wir betreuen sie von Flughafen abholen und dann zurückbringen. Bis dann wir sehen aus, alles gut geht. Und das ist die Zimmer, auch, wir sehen auch ein bisschen Kultur dort. Ne? Wir organisieren Kulturabend, indische Tanz und so. Und das ist die Essentisch und ja, biologisch. Manchmal wir bauen selber, das sind unsere Garten. Biologischer Anbau und so. Es gibt auch Vögel, es viele Vögel gibt in Indien, bei uns. Unglaublich schöne Art. Okay, next. Okay, Beispiel, das ist ayurvedisches Essen. Es gibt leider keine tierischen Eiweiße. Nicht so viel Fleisch oder gar nicht. Leider fehlt eine Käsebrot und Fleisch. Aber geschmackvolle Essen. Das ist alles frisch gemachte Ernährung. Nur ein Beispiel zu geben. Okay, next. Hoppla. Wow. Okay. Beispiel hier, das sind von unserem Garten biologischer Anbau, die Bananen und Papaya, das ist Markt und ja, bitte next. So, das ist der Ausflug. Wir wohnen in sehr schöner Anlage. Das ist die Umgebung. Irgendwo hinter den Bergen ist unser Zentrum. So, wir machen jedes Wochenende einmal Leute zu zeigen unsere Kulturumgebung. Das ist gar nicht geschrieben in Touristbüchern. Sie finden sie gar nicht über uns. Aber tolle, richtig Indien, ne? Original Indien. Es gibt Dörfer, sie sind wie 1000 Jahre alt. Wir haben auch das Ziel von Social Work entwickelt eigentlich. Weil wir haben eine Schule Dörfer und 2 Schulkindergarten übergenommen zum Helfen. Die Idee ist, wenn man bei uns Kur macht, sie kriegen auch gute Karma. Ein bisschen Teil Geld geht in diesen Aspekt. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Das sind die Linien, wir glauben. So automatisch ein Teil geht in diese Richtung. Bitte next. Das war's das.
Wie eine chronische Krankheit wird geheilt in die Aspekt von Kur. Das war mein Ziel. Alles Medizin, Dr. Latha Damle hat schon erklärt. So, danke nochmal für die Möglichkeit, bitte Ruhe und diese Organisation. So, ich hoffe, mein Deutsch haben Sie verstanden. Ja? Ich hoffe, dass auch ein bisschen Blick über was ist Ayurveda, weil Ayurveda ist richtig großes Thema. Kann man nicht so einfach erklären. Also, wenn Sie haben Fragen, ich würde gerne antworten. Sag wohl, Angel. Bitte. Ich habe eine Frage zur Diagnose. Machen Sie auch technische Diagnose mit Labor? Genau. Das ist nur Erfahrung? Nein, es ist so ist das. Puls ist eine ganz besondere Diagnose in Ayurveda. Wir fühlen Puls. Oh. Wir fühlen Puls. Mit Puls ist es nicht wie die moderne Pulsmethode. Wir lernen in der Universität 5,5 Jahre, erste 3 Jahre, wir müssen jeden Tag in Krankenhäuser gehen, jeder Patient Puls sehen und wir müssen Berichte schreiben, so wie welche Dosha, welche Elemente, was ist kaputt. Das wird lang trainiert, denn wenn ich sehe Puls, ich kann ziemlich 70% kennen, was genau nicht da. Welche Organe ist nicht korrekt oder was ist Tube, was ist Elemente und so. Und dann wir haben auch viele andere Aspekte als Ayurveda. Trockene Haut ist da oder das und das. Auch wir fragen auch ein paar Sachen. Dann am Ende, letzter Aspekt, wenn Sie ein Blutbild haben, wir nehmen das alles. Korrelation. Aber ohne Blutbild auch kann man in Ayurveda Behandlung machen. Wenn der richtige Arzt ist, kann man richtige mit Symptomen und Sie mit Puls kann man genau finden. Aber heute, es gibt Laborwerte von normaler Person, wir machen nicht, aber wenn eine bestimmte Krankheit, sie bringen schon eine große Liste mit alles. Wir prüfen das einmal durch. Vielmal Labor, vielmal kann man nicht glauben. In Indien, ich weiß es nicht hier. Sie machen, das ist ein Industrie-Hintergrund, tut mir leid, aber ich wollte nicht so viel erzählen. Okay, so ist das. Sie können sich grundsätzlich auf eine Firma nicht verlassen beim Blutbild bei Ihnen. Grundsätzlich, ich habe kein Labor. Ja, Sie machen es immer über die Pulsdiagnose. Genau, ja. 3 Jahre haben Sie das gelernt, haben Sie eben? 5,5 Jahre Studium, 1,5 Jahre Praktikum und praktische Zeit 15 Jahre. 15. Über 3 Jahre Pulsdiagnose alleine, ne? Eigentlich 5,5 Jahre, jedes Jahr müssen wir lernen, aber erste 3 Jahre stark über Prakriti und so. Worüber? Diese Pulsberatung, nicht nur das, alle Körper verstehen. Alles klar? Okay, ich wünsche einen schönen Sommer und guten Abend. State of the disease. Es ist der Zustand der Krankheit. In short, if the disease is not very well treated initially, it attains the chronicity. Wenn eine Krankheit nicht behandelt in kurzer Zeit, das wird alles chronische Krankheit. Next slide. So, one disease is usually caused by doshas. I think you know that, Vata, Pitta, Kapha. Es gibt eine Erklärung, dass in meinem Vortrag ich erkläre, was bedeutet Vata, Pitta, Kapha. Das ist die 3 Typen oder 3 Doshas genannt. Now, for a disease to form, there are some of stages. 6 stages are there. Wenn eine Krankheit zu bilden, eine Erklärung von Ayurveda ist, es gibt 6 verschiedene Phasen, so sagt man. Ja. The first stage is dosha sanchaya, we call, which is accumulation of doshas. Es ist einfach Akkumulation von allen schlechten Materialien oder Abfallprodukten. Next, dosh prakopa, that means vitiation of the doshas. Das ist eine Provokation. Das wird akkumuliert und dann Provokation. Then it spreads, dosha prasara. Aus Namami dhanvantarimaadidevam surasurairvandita pada padmam.
लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं वन्दे विविधौषधीनां वन्दे विविधौषधीनाम्. So let us talk about chronic diseases today and Ayurvedic treatment aspect about chronic diseases. First, before beginning, let us see what do you mean by chronic diseases. So anfangen, was bedeutet chronische Krankheit? Chronic disease is a long-standing disease which lasts more than 3 months. Es ist mehr als 3 Monate bleibt eine Krankheit, genannt als chronische Krankheit. Wer nicht in all diese 6 Stufen nicht aufpassen, denn das wird richtig chronisch und ganz schwierig zu heilen. Next slide. So this is general guideline of treatment that we follow in Ayurveda when it attains various stages. But it is too difficult for you to understand. Just I want you to know that we have this whole laborious process of treating a disease. Es ist in Ayurveda, sagt man, das ist alles viel in Sanskrit-Sprachen, es ist kompliziert so einmal zu verstehen, wie wir hingehen mit zur Behandlung. Wir nicht direkt, wenn Sie kommen mit einem Symptom, okay, ich habe ein Bild, okay, ich weiß, ich habe Arthritis, wir nicht sofort behandeln. Wir gehen direkt in ein paar Sachen, wie das anfangen, was ist da alles los und so. Das ist ein Prozess. So, I being the person who is interested to develop medicines for chronic diseases, I want to tell you how we develop the medicines for chronic diseases. Was will die Medikamente, wie wir, welche Punkte wir aufpassen, so eine Medizin zu machen? Okay. First, Bereitung, das wird überall hingehen, dieses schlechte Material. when it moves, it stays in one place. That is called Sthana Samshraya. Das ist Festsetzung, das bedeutet, wenn ein bestimmter Platz, wo es Schwachpunkt ist, da wird das sammelt. And when it stays there, it starts showing the signs of the disease. Then It manifests. Es beginnt alles einzige Symptome von den Krankheiten. So if the disease is not contained in the first stage, it proceeds to the next and slowly goes into chronicity. So ist das. Wie anfangen, wie früher ist besser. Schon dass wir kriegen ein paar Symptome schon in erster Linie, wenn dort behandeln, wir können einfacher zu heilen, jeweils die untere ist immer schwierig zu heilen. So more the chronic, tougher it is to handle. So mehr die chronisch, es ist schwierig zu behandeln. So Ayurveda always says, treat the disease early so that it doesn't spread further. So in Ayurveda, Erklärung ist immer am Anfang behandeln. Das ist überall, nicht zu warten bis zum Ende. So the next, yeah. So as I said, if not treated even after this we call Shat Kriya Kala, 6 stages, the disease attains chronicity and sometimes becomes incurable. Wenn wir It is more persistent disease. Anhaltende Krankheit, eine einhaltende Krankheit, And it also has long-lasting effects or morbidity on the body. hat langanhaltende Wirkung und Morbidität. And those that comes with time as we age. Das kommt mit der Zeit. And naturally it is the opposite of acute like fever, cough and cold. Der Gegenteil von akut, Englisch. And also those which have recurrent recurrences. If you remember, yesterday I talked about psoriasis, Es ist, something like that. Recurrent occurrences with very small remission period keeps on relapsing. es kommen immer wieder, kann sein ein paar Mal weg und dann immer wieder kommt. Das heißt Krankheit, chronische Krankheit, alles ein medizinischer Grund. Next slide. So in Ayurveda, this chronic disease is called Jeerna Vyadhi. Es gibt
Sanskrit ist unsere alte Sprache. Alle ayurvedischen Skripte geschrieben in Sanskrit-Sprache. So, es kommt ein paar Wörter. Jirna bedeutet die ganz langhaltiges oder ganz lang gedauert. So it is actually the state